Also dass netto deutlich mehr übrig Wie viel bleibt bliebe vom übrig? Brutto. Wie viel bliebe mehr übrig? Also die SPD hat zum Beispiel gesagt, bei einer Durchschnittsfamilie so 3.000 im Jahr mehr. Ja, aber ich wollte jetzt ja gerade erstmal über den Grundsatz sprechen, dass wir uns Die Leute über den interessieren sich so für Zahlen. Die wollen über wissen, was Grundsätze. bleibt Ja, für mich ich übrig. kann meistens bin ich als Volkswirtin zu lange bei den Zahlen, aber ich möchte mit Ihnen über den Grundsatz sprechen. Wie kommt sie darauf? Sie hat Unter überhaupt gar anderem, keine weil Zahlen. sie Wohngeld weniger geben wollen und so weiter. Also ist das eine Zahl, die nicht stimmt? Nein, Also, das aber ist, können Sie mir eine Zahl sagen? Die hätten 1.000 nein, das mehr, ist 1.000 ja, weniger? nee, das ist Gut, einfach. dann nicht. Keine Zahl. Ich Nein, frage einfach nur. nein, die Zahlen Okay. sind falsch. Hey Leute, heute reden wir über eines der frechesten Interviews, die ich je gesehen habe. Pinar Atalay von NTV hat Alice Weidel regelrecht attackiert und das mit einer Arroganz, die man kaum ertragen kann. Sie wirft mit Zahlen um sich, die direkt aus dem SPD-Propagandahandbuch stammen und stellt eine Familie mit 40.000 Euro brutto ernsthaft als Normalverdiener dar. Hallo? Die meisten Menschen in Deutschland sind von solchen Gehältern meilenweit entfernt. Doch anstatt fair nachzufragen, fällt sie Weidel ständig ins Wort, verhält sich respektlos und ignoriert komplett, was für viele Familien wirklich wichtig ist. Wenn ihr sehen wollt, wie eine angeblich neutrale Moderatorin jedes Maß an Professionalität verliert, dann bleibt dran. Liken, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Eure Meinung dazu interessiert mich brennend. Auf geht's! Ich habe Ihre Vorschläge mal angesehen, weil natürlich fragen wir hier immer, was tut ihr für die Leute, was tut ihr für die Bürgerinnen und Bürger? Sie wollen Steuererleichterung und den Soli weg. Das wäre eher für die Gutverdiener, oder? Nein, das ist für die Allgemeinheit. Also erstmal, wenn der Soli wegfällt, würde das jeden betreffen. Wir sind vor allen Dingen zahlen es aber auch. vor allem ja die Gutverdiener sind. Die anderen zahlen es ja gar nicht mehr. Ja, aber wir sind vor allen Dingen für die vollständige Abschaffung des Solis. Das unterscheidet uns von allen anderen Parteien. Okay Leute, jetzt wird's richtig interessant. Ab hier wird's richtig spannend. Ich will, dass ihr mal genau hinschaut, wie die Moderatorin Pinar Atalay dieses Interview startet. Schon in den ersten Sekunden zeigt sie sich eher wie ein kleines, bockiges Kind, das unbedingt ihren Willen durchdrücken möchte. Total trotzig und respektlos, als ob sie bei einem Streit im Kindergarten dabei wäre, nicht in einem professionellen Interview. Was haltet ihr davon? Ich glaube nicht, dass sie hier wirklich interessiert ist, was Frau Weidel zu sagen hat. Das wirkt eher wie eine persönliche Attacke. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ist das noch ein professionelles Interview oder einfach nur ein weiterer Versuch, die AfD schlecht dastehen zu lassen? Und wir wollen noch weitere Steuererleichterungen haben. Wir wollen ein Familiensplitting-Modell haben. Wir wollen die Energiesteuern senken. Wir wollen die Mehrwertsteuersätze senken und dementsprechend die Bürger entlasten. Und vor allen Dingen wollen wir für die deutschen Unternehmen, dass die CO2-Abgabe wegfällt. Denn die belastet die deutschen Unternehmen diametral stark. Wie würde denn so eine Durchschnittsfamilie bei Ihnen entlastet? Mit wie viel Euro im Jahr? Wie meinen Sie jetzt? Zum Beispiel eine Familie 40.000 Euro brutto im Jahr. Was hätte die für eine Entlastung durch die AfD? Ja, also Sie könnten zum Beispiel durch das Familiensplitting-Modell, heute haben Sie ja das Ehegattings... Wenn nur der Vater arbeitet, Alleinverdiener, 2 Kinder, 40.000 brutto. Ja, also damit wird es eigentlich schon mal anfangen. Das wäre das Idealmodell, dass die Familien so weit entlastet werden, also dass netto deutlich mehr übrig bleibt Wie viel bliebe vom übrig? Brutto. Wie viel bliebe mehr übrig? Also die SPD hat zum Beispiel gesagt, bei einer Durchschnittsfamilie so 3.000 im Jahr mehr. Ja, aber ich wollte jetzt ja gerade erstmal über den Grundsatz sprechen, dass wir uns Die Leute über den interessieren sich so für Zahlen. Die über wollen wissen, was Grundsätze. bleibt Ja, für mich ich übrig. kann meistens bin ich als Volkswirtin zu lange bei den Zahlen, aber ich möchte mit Ihnen über den Grundsatz sprechen. Und der Grundsatz unterscheidet sich diametral von allen anderen Parteien. Sie haben in den Vorgängerregierungen gesehen, dass Familien und Arbeitnehmer immer stärker belastet werden und immer weniger netto vom Brutto bleibt. Und wir wollen es genau umgekehrt haben. Wir wollen, dass Arbeitnehmer richtig entlastet werden. Wir wollen, dass die Teuerungsrate sinkt, dass die Verbraucherpreise nicht so stark steigen. Und das fängt zum Beispiel auch bei Dingen an wie... Okay, jetzt wird's richtig skurril. Frau Weidel erklärt ganz klar, was die AfD vorhat, wie sie den Bürgern helfen wollen.
insbesondere mit einem Familiensplitting-Modell und Steuererleichterung. Und dann kommt Pinar Atalay, als würde sie in einer anderen Welt leben. Sie stellt die Frage nach einem Alleinverdiener mit 40.000 Euro im Jahr, als wäre das ein exotisches Konzept. Woher kommt diese Frau, bitte? Was für eine Welt lebt sie eigentlich? Schaut euch das mal genau an, wie Atalay immer ungehaltener wird, je mehr Frau Weidel erklärt, was sie konkret umsetzen wollen. Statt zuzuhören, wird sie einfach immer aggressiver. Was denkt ihr, Leute? Ist das noch ein respektvolles Interview oder geht es hier nur darum, Frau Weidel runterzuziehen? Weiter geht's. Der Energiebesteuerung und auch bei viel zu hohen Energiepreisen, da sind wir schon gleich. Auch bei der Energiepolitik, die seit dem Jahr 2020, unsere Energiepreise haben sich verdoppelt seitdem die Ampel regiert. Und das sind alles Punkte, die keine andere Partei anspricht. Ja. Und dementsprechend ist das natürlich unser Grundsatz. Suche es nochmal mit einer Zahl. ZEW-Institut hat nämlich gerechnet, sagt, bei einem Bruttoeinkommen von 40.000 Euro jährlich hätte eine Familie mit eben 2 Kindern, ein Alleinverdiener, jährlich 440 Euro weniger. Wie kommt sie darauf? Sie hat Unter überhaupt gar anderem, keine weil Zahlen. sie Wohngeld weniger geben wollen und so weiter. Also ist das Das eine ist- Zahl, die nicht stimmt? Nein, Also, das aber ist- können Sie mir eine Zahl sagen? Die hätten 1.000 Nein, das mehr, ist 1.000 ja, weniger? nee, das ist Gut, einfach. dann nicht. Keine Zahl. Ich Nein, frage einfach nur. nein, die Zahlen Okay. sind falsch. Frau Atalay fängt wieder an, mit ihren Fantasiezahlen um sich zu werfen. Ohne jede Grundlage, versteht sich. Sie wird immer respektloser und stellt völlig falsche Behauptungen auf. Und was macht Frau Weidel? Sie bleibt ruhig. Aber das, was sie sagt, ist ein echter Knaller. Weiter geht's. Sie müssen sehen, dass Institute politisch angesteuert sind. ZDW ist allgemein bekannt, vor allen Dingen unter Wirtschaftsleuten. Es ist sehr SPD-lastig. Gehört zum Leibniz-Institut, ist relativ ja, groß. genau, richtig. Aber die Leute, die werden ja auch schließlich bezahlt. Und wenn Sie beispielsweise einen Facharbeiter nehmen, der 5.300 Euro, Sie wollen über Zahlen reden, brutto verdient, der hat noch 2 Kinder, die Frau arbeitet nicht, dann kommt er beispielsweise mit weniger netto raus als ein Bürgergeldempfänger aus der Ukraine. Und da sagen wir einfach ganz klar, wir müssen das Bürgergeld und genau diese Geldleistung für Flüchtlinge, für Asylanten abschaffen, in Sachleistung wandeln, weil dies eben genau das Lohnabstandsgebot verletzt und dementsprechend gerade Menschen, und ich meine über 5.000 Euro brutto ist noch viel, aus dem vor allen Dingen niederen Dienstleistungssektor hinaus verdrängt. Und das ist der Grund, warum wir so einen hohen Fachkräftemangel genau in diesem Bereich haben. Wissen Sie, das hängt alles zusammen. Und das wird einfach zu wenig erklärt. Na, da steht wohl jemand auf der Gehaltsliste der SPD, Frau Atalay. Anders kann ich mir dieses unterirdische Interview nicht erklären. Diese Moderatorin ist das Paradebeispiel dafür, wie man alles falsch machen kann. Neutralität, Fehlanzeige, Respekt gibt's bei ihr wohl nur für die Lieblinge ihrer politischen Bubble. Und jemanden ausreden lassen, für Frau Atalay anscheinend ein Fremdwort. Das ganze Interview war keine journalistische Leistung, sondern eine regelrechte Schmutzkampagne gegen Alice Weidel. Anstatt sich auf Fakten zu konzentrieren, holt sie Zahlen aus der Mottenkiste, die offensichtlich von der SPD zusammengebastelt wurden. Mal im Ernst, 40.000 Euro brutto als Normalverdienst. Hallo, Frau Atalay, haben Sie überhaupt mal mit echten Normalverdienern gesprochen? Wahrscheinlich nicht. Sonst wüssten Sie, wie weit das von der Realität entfernt ist. Und dann dieser Tonfall, arrogant, belehrend, herablassend. So eine Haltung hat in einem Interview nichts zu suchen. Frau Atalay hatte offensichtlich nicht die Absicht, ein sachliches Gespräch zu führen. Es ging nur darum, Alice Weidel schlecht aussehen zu lassen, egal wie absurd die eigenen Argumente dabei waren. Ganz ehrlich, bei so einer Moderatorin kann man sich nur noch fragen, wer hier eigentlich unfähiger ist. Frau Atalay oder diejenigen, die sie vor die Kamera gelassen haben. Respekt an Alice Weidel, dass sie dabei so ruhig geblieben ist. Ich glaube, viele von uns hätten bei diesem Verhalten von Frau Atalay irgendwann einfach das Studio verlassen. Was sagt ihr dazu? Findet ihr dieses Interview genauso daneben wie ich? Dann schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da und abonniert.
um bei solchen Themen immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und Frau Atterlei, falls Sie das hier sehen, vielleicht mal in eine Weiterbildung zur neutralen Berichterstattung investieren. Wäre dringend nötig. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt wachsam und kritisch.